So, wir fangen an in 5, 4, 3. Der kam dann halt rein mit dieser Tequila-Flasche und meinte, wir trinken jetzt. Ich habe ungefähr 2 Tage lang Kater davon gehabt. Echt? Ohne. Er ist dann zu sich gefahren. Also, warte, ich kenne die Story. Ich habe halt nur so, was machst du? Ich bin gerade mein Nachbar. Und er so, ja Mann, genau so. Der hatte eine mega Gehirnerschütterung. Meine Mutter hat mir das Handy gegeben und hat dann gesagt... Ich krieg keine Luft mehr. Wir reden die Welt! Hey, was geht ab, Jong? Was geht ab? Salut, ça va, tatütata. Okay. Okay. Ja, ey, Ja. pass auf, ich hätte dir was mitgebracht. Und zwar war ich vor ein paar Tagen mit meiner Freundin bei einem Backkurs. Oh. Und ich habe so Plätzchen gebacken. Und wir haben so richtig viele Bleche gebacken. Okay. Und ich hätte dir aber das ist so, das ist so eine Auslese Oh, nice. von ganz vielen Plätzchen. Ey. Oh. Ist ja Weihnachtszeit und wir haben so, ne? Die sind richtig gut. Ich liebe Vanillekipferl. Ja? Das ist so mein Lieblingsplätzchen. Ey, da sind so mit Marzipan welche drin, die sind der Knaller. Welche sind die? Die hier. Hier die. Die hier. Nee, da unten. Die. Mit den Nüssen. Achso, mit den. Achso. Die sind richtig Knaller. Und Okay. pass auf, du musst die jetzt nicht aufmachen, ich habe noch ein paar andere da. Okay. Die kannst du jetzt essen, wenn du willst. Yay. Ey, tatsächlich, ich bin gar nicht so ein Süßmensch. Also so mit so Süßigkeiten kann man mich eigentlich jagen. Aber so ein Vanillekipferl. Ey, das ist ziemlich cool. Guck mal, pass auf, das habe ich, diesen Backkurs habe ich zu Geburtstag geschenkt bekommen. Ich glaube, der hat es einfach satt gehabt, dass wir Asiaten einfach ihm zu Weihnachten immer so die harten, ekelhaften Plätzchen geschenkt bekommen haben. Ey, ganz ehrlich, du kannst von den asiatischen Müttern sagen, was du willst. Die können kochen des Todes, aber was sie nicht machen können, ist Plätzchen backen, ey. Das lernst du von denen nicht. Ja. Das stimmt. Und ich weiß nicht, hat deine Mama mal Plätzchen gebacken und Ja. sowas gemacht? Und war das gut? Ich würde sogar sagen, ja. Ja? Ja. Wir haben es natürlich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Also ich erinnere mich so als Kind, wir haben zusammen den Teig gemacht Ja. und dann die Plätzchen ausgestochen. So, das haben wir schon gemacht, ja. Ja, okay. Ja, also wir haben es natürlich auch mal gemacht. Aber die waren halt immer hart und so. Und die haben halt auch nicht so lecker geschmeckt wie die von den deutschen Kollegen. Und ich weiß auch, meine Freundin und ich, wir haben so vor ein paar Jahren, so kurz bevor wir zusammengezogen sind, haben wir so Plätzchen gebacken. Und wir haben dann so diese Plätzchen gebacken, hatten richtig viele, und haben die so eingepackt und haben so Freunden geschenkt, so, ne? Und die haben uns dann aber auch Plätzchen zurückgeschenkt, aber Ja. die haben dann so voll die krassen Plätzchen. Und die haben nur so Butterplätzchen von uns gekriegt. Das war voll der schlechte Tausch. Oder gut für euch. Ja, gut für uns, genau, gut für uns. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er uns das geschenkt. Das ist keine Werbung, aber das heißt Villa Tortenspiel. Okay. Und das ist so eine alte Frau, so eine alte Halmonie, ne? Die hat Energie des Todes. Die rennt und scheucht dich da durch die Küche. Ja. Und die macht aber generell viele Backkurse. Die hat früher eine Konditorei gehabt für Hochzeitsgesellschaften, Torten gemacht und so. Ne? Und die macht jetzt so Backkurse hauptsächlich. Villa Tortenspiel. Also wenn du da, das war auch ganz geil. Ja. Ja. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Genau. Plätzchen gebacken. Man wird alt. Ne? Ja. Man macht jetzt so. Jetzt schenkt man sich schon Backkurse. Ja, genau. Boah, okay. Naja, auf jeden Fall, ja, ist und Danke sehr. Die sind für dich und für deine Freundin. Mega. Danke, Ja. danke. Das habe ich mir so aufgehoben für das Intro von der Folge. Ja. Hast du gut gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, ja. Ja. Danke sehr. Wir haben eine neue Rubrik. Ja? Erzähl was von, erzähl was mit, erzähl was über. Ja? Sounds good. Sounds good. Und ey, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder irgendwelche Schlagwörter habt, die einfach in die Kommentare reinwerfen und wir bearbeiten das nach und nach ab. Ja, also. Nein, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr gerne Geschichten aus unserem Privatleben hören wolltet, dann schmeißt sie gerne in die Kommentare. Genau, einfach reinschmeißen. Ja, wir kümmern uns schon drum, ne? Ini, Ja. fängst du an? Soll ich anfangen? Erzähl mir was von deiner krassesten Saufnacht. Krassesten Saufnacht. Ja.
Also die krasse... Also meine krasseste einer meiner krassesten Saufnächte ist mein 30. Geburtstag, glaube ich. Okay. Da hat meine Schwester hat da so eine Überraschungsparty für mich geschmissen. Ich wollte eigentlich, also ich habe reingefeiert, ja. Ich wollte eigentlich an dem Tag voll gechillt machen, weil es war mein letzter Tag in den 20ern und dann dachte ich so, ey, ich gehe früh schlafen und chill so ein bisschen und am nächsten Tag wollte ich irgendwie mit Freunden essen gehen oder sowas, ja. Und dann kriege ich plötzlich einen Anruf von jemandem, der sagt, ey, komm raus. Und ich so, warum? Ja. Ich lag schon so in meinem Pyjama, war halb im Bett so, ne? Das war so, keine Ahnung, 8 Uhr, 9 Uhr oder sowas. Und dann habe ich mich umgezogen, bin dann so raus. Und dann nimmt er mich mit, so voll dumm, vorwandmäßig, ja, nimmt er mich mit. Da habe ich damals noch mit einem anderen Kollegen zusammen gewohnt, da bin ich ausgezogen. Ja. Aber er hat gesagt, ich schmeiß die Party für dich. Ja, so, und dann bin ich dahin. Und komm da so rein und dann sind da ganz viele Leute. Ich war total voll baff, so, wusste überhaupt nicht, was los ist. Sitz dann so da und dann haben die mich abgefüllt. Ja, und ich war, vor 12 war ich schon so knülle, Alter. Ich war so betrunken des Todes, ja. Und ich habe, das war eigentlich, das ist so, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, einer der krassesten Saufnächte, die ich, oder Besäufnisse, die ich in meinem Leben hatte. Da habe ich nämlich fast eine Flasche Tequila alleine getrunken. Und das auch noch diesen ekelhaften, den Sierra, den durchsichtigen, ey. Weil da kam, da bin ich gerade frisch wieder zurück auf die Uni. Und mein Geschäftspartner, mit dem ich jetzt meinen Geschäftspartner habe, den habe ich auch gerade erst kennengelernt. Und er hat aus irgendeinem Grund einen Dozenten von uns mit eingeladen. So, der ist halt der einzige Kolumbianer, den ich kenne, auch ein richtig cooler Typ so und mit dem habe ich auch so die eine oder andere Saufnacht schon dann hinter mir gehabt so in der Zeit. Und der kam dann halt rein mit dieser Tequila-Flasche und meinte so, wir trinken jetzt. Und ich war in dem Moment schon einigermaßen, ne, dass ich nicht gerafft habe, dass er mir die ganze Zeit einschenkt, aber in so ein Wasserglas schenkt mir die ganze Zeit ein und er tut nur so, als würde er trinken. Und ich habe die ganze Flasche fast alleine getrunken. Und ich war richtig tot. Was für ein Anfänger du bist. Nee, aber ich war halt auch so, ich war gut gelaunt und ich hatte Bock zu trinken und so. Ne? Und ich habe ungefähr 2 Tage lang Kater davon gehabt. Echt. Ohne Witz. Und mein Geschäftspartner, der war noch so einer der letzten, der dann da war. Der hat mir erzählt, dass ich dann auf dem Sofa eingeschlafen bin und alle waren dann so weg. Und er, meine Schwester und der Typ, der da wohnt, die haben halt noch zu dritt irgendwie da gechillt. Und wir saßen so im Kreis. Ich lag auf dem Sofa und wir waren so im Kreis und die anderen haben sich so unterhalten und bla bla. Ich habe so halb mitgekriegt, weil ich total im Delirium war. Und dann meinte er so, dass ich plötzlich aus dem Nichts voll laut gefurzt hätte. Bin von dem Furz aufgewacht, kurz. Und dann meinte so, es sah so aus, als hättest du gerochen. Und dann hätte ich voll in den nächsten Eimer gereiert. Das ist cool. Und der hat sich dann totgelacht, ja. Und der meinte auch so, ey, das war so der Moment eigentlich so, an dem wir so Freunde fürs Leben geworden sind. Das ist gut. Das ist gut. Oh, herrlich. Ja, ich habe mir so eine ad hoc, die mir einfällt. Ich habe tatsächlich leider, muss ich sagen, habe ich viele, aber eine, die mir einfällt, ist, ich war mit einem Kumpel, waren wir in einer Bar gewesen und wir haben richtig viel getrunken gehabt. Ne? Also wir haben eine Whiskyflasche nach der anderen getrunken. Ich glaube tatsächlich, wir hatten dann jeder mindestens eine Flasche dann jeweils getrunken. Es war viel zu viel. Vor allem, wir sind dann noch mit dem Auto nach Hause gefahren. Darf man eigentlich gar nicht sagen? Wir sind mit dem Auto nach Hause gefahren. So. Hackedicht, ja. Und mir ging es richtig schlecht. Und er ist halt noch gefahren. So, ne? Und das war so, ich bin wirklich, also mir ging es so schlecht, dass ich habe auf der Rückbank gelegen und bin eingeschlafen. So, ne? Ich bin, glaube ich, sogar schon in der Bar, bin ich schon fast eingepennt. So. Und er hat mich dann halt quasi rausgezogen und auf die Rückbank gelegt. So. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das lag daran, ich war schon müde oder sowas oder keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall nicht so gut vertragen so an dem Abend. Und er ist dann zu sich gefahren.
so, warte, ich kenne die Story. Ja, er ist zu sich gefahren. So, und dann hat er versucht, mich aufzuwecken. So, ne? So, ey, wir sind da, ey, komm raus. Aber er war halt auch hackedicht. So, ne? Und naja, auf jeden Fall, er hat es halt nicht geschafft. Ich erinnere mich auch, ich habe ihn wie aus der Ferne, habe ich ihn so gehört, er hat versucht, mich aufzurütteln und so. Aber mir war mir kotzübel. Ich wollte mich nicht bewegen, weil ich das Gefühl hatte, egal wie ich mich jetzt bewege, ich werde volles Rohr kotzen. Deswegen, ich war einfach tot. So, ne? Naja, auf jeden Fall, irgendwann wache ich halt auf. Ne? Und es war halt wirklich, es war 5 Uhr morgens oder sowas und es war halt taghell, es war im Sommer. Und ich wache auf, so, oh fuck, so okay. Ich bin auf der Rückbank, die Tür ist sperrangelweit offen. Ich stehe auf, ich sehe das Auto parkt in 2. Reihe, also mitten auf der Straße, noch nicht mal irgendwo, mitten auf der Straße. Die Tür ist offen und ich sehe, er hat den Autoschlüssel sogar in die Kopflehne reingeklemmt, so, ne? Damit ich, wenn ich aufwache, mit dem Auto nach Hause fahren kann oder eben absperre, keine Ahnung. So. Ja. Und ich merke aber, ich muss richtig dringend auf Toilette. Ja, also ich habe so richtigen... Ach so, und dein Kollege ist nach Hause? Ja, der ist nach Hause. Ach so, du warst alleine im Auto, auf dem Rückweg, sperrangelweit offen. Sperrangelweit offene Tür. In 2. Reihe. Ja, hackedicht des Grauens. Auf jeden Fall, ich habe richtig fiesen Alkschiss gehabt. Ja. So. Also von Whisky halt. Ne? Und ich so, ich muss auf Toilette. Und dann, ich habe wirklich kurz überlegt, ich fahre mit dem Auto nach Hause. Aber ich schaffe das nicht. Ja. Keine Chance. So, ne? Und ich habe dann, das war so ein All-In, ja. Ich habe dann die Tür abgeschlossen, das Auto abgeschlossen und bin dann zu seiner Wohnung gelaufen. Und ich habe halt gehofft, dass er mir die Tür aufmacht, dass er es hört. Weil ich wusste auch, der ist auch komplett besoffen. So, ich klingel und es hat wirklich keine 5 Sekunden gedauert und der hat mir wirklich die Tür aufgemacht. Ich so, mach die Tür auf, alles klar. Ich gehe hoch. Der hat auch die Wohnungstür offen gelassen. Ich stürme rein. Ich will sofort auf Toilette. Toilette ist abgesperrt. Und ich so, oh nein. Oh nein. So kurz vorm Ziel. So, ja? Aber die Tür ist zu. Und ich so, hä? Und ich klopfe so, mach die Tür auf. Und dann antwortet mir aber eine ganz andere Stimme. Das war gar nicht der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, sondern sein jüngerer Bruder. Ja. Der war um die Uhrzeit auf Toilette, ey. Und ich so, das gibt's nicht, ey. Ich so, ey, mach auf, scheiße. So, ne? Und dann ist er halt rausgekommen. Ich habe ihm noch nicht mal Hallo gesagt. Genau. Ich bin einfach an dem vorbei. Habe mich entleert, zum Glück, in die Schüssel. Und als ich dann wieder rausgekommen bin, war er dann weg. Also der jüngere Bruder, der war dann weg, weil ich glaube, der musste arbeiten oder sowas. Keine Ahnung. Ey, das war wirklich crazy, weil, da wo auch der Kumpel wohnt, das ist in der Stadt. Es ist Stadt Frankfurt. Und einfach mitten auf der Straße das Auto abgestellt. So, und dann haben wir am nächsten Mal so rekapituliert, als wir dann beide wach waren. Immer so, er war viel zu betrunken, um das Auto einzuparken. Deswegen hat er es dann einfach auf der Straße stehen gelassen. Er hat versucht, mich zu wecken. Und hat gesagt, ach komm, und hat dann anscheinend vergessen, die Tür zuzumachen. Ah, okay. Der ist einfach dann losgelaufen, sich nach Hause und die Tür stand offen, ey. Wenn du mal überlegst, wenn die Polizei dran vorbeigefahren wäre, das wäre vorbei gewesen. Das wäre so krass gewesen, ey. Ja. Oh Mann, ey. Ey, aber wer kommt auf die Idee, die Tür auf? Ja, geile Story. Ja. Erzähl was oder erzähl was über DHL. DHL? Ja. Super. Jeder hat eine DHL-Story. Also, ich erzähle auch gleich eine. Ich fang an mit einer schlechten und ich schließe ab mit einer guten Geschichte. Ah ja, okay, das ist gut. Also, das ist gut. Die schlechte Geschichte ist, wobei ich sage auch da sage ich, DHL ist wahrscheinlich der Fahrer nicht schuld, aber ich war zu Hause, den ganzen Tag war ich zu Hause gewesen. Kennst du das, ja? Du weißt, was ich erzählen will. Ich war den ganzen Tag zu Hause, mein Paket kommt nicht, ich denke mir, das kann doch nicht sein. Dann auf einmal kriege ich die Mitteilung, ich war nicht zu Hause, Paket ist im Paketshop. So, ne? Hä? Ja. So, keiner hat geklingelt und nichts. So, ich gehe runter an meinen Briefkasten. Tatsächlich, da ist dieser Zettel drin. Sie waren zu Hause nicht anzutreffen. Das Paket ist im Paket. Und dann denke ich mir so, ey, Arschloch, ja. So, also ich laufe zum Paketshop. Ja. Ich war aber schneller als der DHL-Fahrer, weil der wahrscheinlich noch irgendwie eine Tour gemacht hat.
Und dann sage ich bin hier, um mein Paket abzuholen. Und das Paket war noch nicht da. Ja. Also habe ich da wirklich noch eine halbe Stunde ungefähr gewartet, bis dann der Fahrer kam. Ne? Ja. Und ihm habe ich dann auch gesagt, so, ey, ich war die ganze Zeit zu Hause, Mann, ey, warum schmeißt du mir diesen scheiß Zettel in den Briefkasten? Ich bin jetzt extra hierher gekommen, ich warte eine halbe Stunde auf dich, ich hatte auch einen Hals gehabt. So, ne? Und der hat auch nicht freundlich reagiert, der hat auch nicht sorry gesagt, sondern er hat es auf mich geschoben. Nee, ich habe geklingelt, war keiner da, blablabla. Ich so, ja, komm, okay, verpiss dich, so. Aber ich habe dann im Nachhinein tatsächlich erfahren, dass diese Fahrer so einen Knebelvertrag haben. Das heißt, die haben so, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt um Kopf und Kragen rede. Das recherchieren wir. Ja, aber ich habe gehört, die haben quasi, der ganze LKW ist voll mit Paketen und die müssen die an dem Tag ausliefern. So, das ist deren Zielvorgabe. Ja. Scheiß auf Stau, Wetter, ist egal, die müssen diese Dinger ausliefern. So. Es gibt ja immer wieder Schwierigkeiten. Du findest die Adresse nicht, du findest den Namen nicht oder es gibt tatsächlich Stau oder was auch immer und du schaffst es nicht. So, und wenn du es nicht schaffst, wird dir das vom Gehalt abgezogen. So. Oh, echt? Ja, so, das habe ich gehört. So, und was machen die dann natürlich? Die sagen halt, ey, die schreiben diese Zettel vor und sagen und halt, werfen einfach ein und geben halt einen Schwung am Paketshop ab. Damit sie es schaffen. So. Okay, krass. Habe ich gehört, ja. Okay, krass. Jetzt komme ich zu meiner Abschlussgeschichte. Von allen Kurierdiensten ist DHL der beste. Finde ich auch. Zu 100%. Ja. Ich habe nur Probleme mit allen anderen. Ja, wirklich. Wirklich. Wir haben Probleme, die Adresse, die Sendung ist wieder zurück an den Versender zurückgeschickt worden. So, what? Ja, dann rufe ich da an, ja, sorry, das Ding ist schon unterwegs, können wir nichts mehr machen. Und dann, ich bin noch zu Hause, was heißt denn, es gab ein Problem mit der Adresse? Da ist kein Tippfehler, ich habe alles überprüft, da ist, also, was für ein Problem denn, kann ich Ihnen nicht sagen. Toll. So. Ja. Oder hier, auch jetzt brandaktuell, ich warte die ganze Zeit auf ein wichtiges Paket, ist mir schon versprochen worden für Ende November. Jetzt haben wir den 8., 7. 7., ja. Den 7. Ist immer noch nicht da. Nee. Nein. Und die sagen mir zum Beispiel, haben sie mir gesagt, am 29. November trifft es ein. Dann sagen sie mir am 29. November, sorry, es gibt eine Verzögerung. Kommt vom 1. bis zum 3. An oder sowas. So, und jetzt haben wir den 7. schon. Aber es war auch Black Friday und Dezember ist, glaube ich, auch der krasseste Monat mit Paketen, ne? Wahrscheinlich. Wegen Weihnachtsgeschenke und so weiter. Um Gottes Willen. Ja. Ja, so es gibt für alles einen Grund so, ja. Aber ich bestelle doch die Sachen auch, weil ich sie brauche. Ja. Ist ja nicht so, dass ich die bestelle und ist mir egal, ob die 2 Wochen später kommen oder sowas, ja. Ja. Und das ist halt das Problem. Und das nervt, wirklich nervt. Ja. Und jetzt wird wahrscheinlich ein Zuhörer sagen, ja, dann geh auch in den Laden und kauf dir den Kram selbst. Ja, habt ihr ja recht. Aber ich habe kein Auto. Und ich habe mir Schwerlastregale gekauft für den Keller. Für den Keller, okay. Genau. Ja. Und wie soll ich das transportieren? So. Ja. Ja, also habe ich eine gute Ausrede, hoffe ich. Ja. Aber du wolltest eine gute Geschichte erzählen. Habe ich schon gesagt, die gute Geschichte ist der beste von denen. Ja, pass auf, dann erzähle ich auch was mit DHL. DHL generell, ja. Also ich finde auch DHL ist der beste, aber DHL Express, es sind ja 2 verschiedene. Ja. Da war eine Story vor kurzem, hat meine Schwester aus Korea mir ein Paket geschickt. Ja. Aus Korea kommt das, ja. Es kostet auch ein bisschen was. So, und dann kommt das halt an. Ich mache die ganze Zeit Sendeverfolgung und so. Ich weiß ganz genau, okay, es kommt wahrscheinlich heute oder morgen und so. Ne? Ich bin zu Hause. So, am ersten Tag kommt er, klingelt und dann kommt er so rein und sagt so, hier, aus Korea. Ne? Aber in Korea wenn es aus Korea kommt, muss der Zoll bezahlen. Ja. So, und meine Schwester hat dann den Inhalt richtig schön brav angegeben und ich musste 40 € bezahlen. Pass auf. Ja, okay. Ich hatte aber nur 30 da. Ja. So, ich habe gemeint, ich habe nur 30. Da sagt der DHL-Expressbote, ja, weißt du was, dann komme ich morgen wieder. Okay. Nimmt das Paket wieder mit. Ich hatte das Paket in den Händen. Ach, krass, okay. Ja. Er nimmt es wieder mit. Ich denke mir so, toll. Ja, okay, gut. Was mache ich? Ich besorge Geld. So, und dann habe ich 40 € gehabt, weil es war ja 40 € Rechnung. Ja. Ich habe vorsichtshalber sogar ein Fuffi gehabt, weil es kann ja sein, dass da noch ein Zuschlag kommt, weil er zweimal gekommen ist. Ne? Habe ich 50 € da gehabt. Kommt nicht. Nächsten Tag kommt nicht. Dann ist Samstag, kommt nicht. Sonntag kommt er wahrscheinlich eh nicht. Ja. Montag kommt nicht. Dienstag kommt nicht.
Da habe ich gedacht so, hey, hat er gesagt, er kommt nächste Woche oder hat er gesagt, irgendwie, der kommt in den nächsten Tagen? Egal. Ja. Ich gucke dann in die Sendeverfolgung, weil ich wusste ja, der hat ja gesagt, der kommt dann den nächsten Tag wieder. Ich gucke in die Sendeverfolgung, dann steht da, Freitag nicht angetroffen, Samstag nicht angetroffen, was? Montag nicht angetroffen. Ich war zu Hause die ganze Zeit. Ja. So Montag nicht angetroffen, Dienstag nicht angetroffen. Ja. Und ich denke mir so, Alter, was ist da los? Rufe ich da an, ist sowieso voll der Terror da irgendwie anzurufen. Ich rufe erstmal bei DHL an, die sagen so, sind nicht richtig, müssen bei DHL Express anrufen. Dann rufst du bei DHL Express an, du wirst nur weitergeleitet, keine Ahnung, nie irgendwas. Und dann habe ich irgendwann echt diesen Typen erreicht. Ja. Und dann sagt er zu mir, ja, die Rücksendung ist schon eingeleitet. Mhm. Und ich denke mir so, ey, könnt ihr das stornieren? Bitte, bitte, bitte. Da sagt er so, ja. Ich versuche das jetzt mal zu machen. Schreib das so rein ins Ticket, ne? Und so weiter. Ich so, ey, danke, danke, danke. Dann meint er noch zu mir, willst du es im Paketzentrum abholen oder soll ich fahren lassen, dass er morgen zu dir kommt? Da habe ich gemeint, ey, wenn ihr morgen zu mir kommt, wäre super. Mhm. Ja, so, ich warte den ganzen Tag, kommt nicht. Ja. Dann rufe ich am nächsten Tag an. Du hast doch gesagt, er kommt. Ja, da meint er so, ja, tut mir leid, die Nachricht wurde anscheinend entweder überlesen oder kam zu spät. Das Ding ist jetzt auf dem Weg nach Korea. Oh, shit. Total kacke. Die ganze Scheiße umsonst. Ich war dann auch echt 3-4 Tage lang zu Hause extra. Deswegen. Also das Paket ist wieder bei deiner Schwester gelandet, oder? Ja, und jetzt hat sie es wieder geschickt für denselben Preis. Aber diesmal war sie ein bisschen schlauer. Hat so nur den halben Preis immer überall angegeben. Ja, und ich musste nur 23 € bezahlen statt 40. Aber kann sie das nicht so machen, dass sie den Zoll schon vorher bezahlt? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Ob das jetzt geht oder nicht, weiß ich nicht genau, aber ja, keine Ahnung. Was für ein Quatsch, ey. Die hat halt das doppelte Geld ausgegeben. Ja, Wahnsinn. Ja. Hat sich wenigstens vom Inhalt gelohnt. Ja. Ja, ist ein Scheiß, ey. Voll behindert. Und so save the world, ne? Ja. Und dann wird so ein Paket zweimal um die Welt geflogen, ey, so ein Scheiß. Sowas. Ja, und eine andere witzige Story ist, was heißt witzig? Da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, ehrlich gesagt. Guck mal, wenn ein DHL-Bote bei dir klingelt, ne? Ja. Und du stehst unter Strom, weil du gerade am Arbeiten bist, so, ne? Ey, was machst du? Du gehst an die Gegensprechanlage und sagst, ja. Dann sagst du so, ja, DHL. Okay, 2. Stock, machst auf. Ja. Dann kommt er hoch. Und dann nimmt er es entgegen und sagt so, ja, cool, danke, machst die Tür zu, fertig. Das war ja nicht unbedingt unfreundlich oder sowas. Das war einfach ganz normal. Ja, 2. Stock, ist hochgekommen, du hast entgegengenommen und sagst, ja, okay, danke, ne, machst die Tür zu und dann fertig. Ja. Und irgendwann, anscheinend hat mich einer dieser DHL-Boten auf dem Kicker gehabt. Ja, okay. Und dann hat er unten beim Aufzug, hat er so meinen Nachnamen geschrieben und so einen kleinen Penis an die Wand gemalt. Okay. Ehrlich? Ja. Aber warum glaubst du, dass es nicht ein Nachbar war? Nee, weil ich verstehe mich voll gut mit meinen Nachbarn. Okay. Beziehungsweise entweder kenne ich die nicht, oder ich verstehe mich ganz gut mit den Nachbarn. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich ein Bild gemacht davon und habe es dann halt der Hausverwaltung geschickt. Ach, der Hausverwaltung, was ja, Hausverwaltung geschickt und hat gemeint, das ist voll die Frechheit. Ich will, wenn da jetzt irgendwie noch Videoüberwachung war oder so, will ich das wissen. Ja. Und die haben dann so gesagt, so ja, also entweder machen sie eine Anzeige bei der Polizei, dann können sie die Videoüberwachung sehen, oder sie fragen halt bei den Nachbarn nach. Es gibt eine Videokamera bei euch im Aufzug? Nee, nicht im Aufzug, sondern in dem Bereich, wo du einsteigst, im Eingangsbereich. Tatsächlich. Aber ist das Geritze im Aufzug oder im Eingangsbereich? Im Eingangsbereich. Achso, man kann das tatsächlich auf Video sehen. Könnte man das theoretisch? Ja, man hätte das sehen können. Genau. Und du hast aber die Anzeige nicht gemacht? Nee, da habe ich gesagt, so, ey, weißt du was, scheiß drauf. Ja. Okay. Also, aber wäre doch lustig gewesen zu wissen, wer das war. Ey. Ja. Am Ende war es sogar der Nachbar oder so, wo du sagst, du bist voll cool mit dem. Ja, ey, auf jeden Fall, ich habe mich voll drüber aufgeregt, weil es war nicht nur mein Name, sondern der hat halt den Namen, der auf der Klingel ist, und das ist dann halt mein Name und der Name von meiner Freundin und dann halt den Penis. Echt? Ja. Krass. Aber weißt du, alle meine Nachbarn kennen ja meinen Namen. Ja. So, auch meinen Vornamen. Dann hätten die vielleicht den Vornamen geschrieben und dann den Penis. Ja. Und wenn es Kinder waren, ja. Du schreibst ja nicht den Namen, der auf der Klingel so draufsteht, weiß ich mein, und machst dann halt den Penis dann. Naja, egal. Okay, auf jeden Fall war das... ja, aber ey, das wäre eine viel coolere Geschichte gewesen, wenn du die Anzeige gemacht hättest und tatsächlich das Videomaterial bekommen hättest. Ey, das war mir aber dann zu blöd, weiß ich meine. Das ist ja auch wieder Zeit. Ja, aber ey, das Video wäre es wert gewesen.
Ja, ich bin nämlich, guck mal, dadurch, dass ich ja im Homeoffice bin, ne, bin ich wirklich der Go-To-Guy für diese Paket-Kurierdienste, für die Fahrer, die Pakete für die Nachbarn anzunehmen. Ja. Und ganz ehrlich, ich bin auch nie genervt oder so. Ich bin immer nett. Und deswegen, ich mache dann mittlerweile auch Smalltalk und so, bla bla. Die kennen mich auch alle schon. Ja. Der eine hat sogar gesagt, weil ich bin ja Luftlinie 50 Meter nur umgezogen. Und der war so, hey, du bist doch bist du umgezogen? Ey, voll lustig. Ja. Und ich so, ey, krass, ey, hast du mich erkannt? So, natürlich erkenne ich dich. Aha, geil. Aber siehst du, und ich bin immer nett. Ja. Ja, aber wir sind auch die Go-To-Guys. Weil meine Freundin ist die ganze Zeit im Homeoffice. Ja. Ich bin auch relativ viel zu Hause. Dann bringt er die immer zu uns vor. Und wir nehmen die immer an und sind auch immer nett. Ich nehme die auch mal an. So, pass auf. Meine Nachbarin unter mir, finde ich richtig dreist, ey. Ja. Ich habe ein Paket von ihr angenommen und das war fast eine Woche bei mir. Ist nicht abgeholt worden. Einmal sogar bin ich runtergegangen und habe geklingelt. Ja. Weil es war mir dann irgendwie zu blöd. Aber hat auch keiner aufgemacht, wie auch immer so. Ich bin mir ziemlich sicher, die waren im Urlaub. Ey, die klingelt samstags um 8.30 Uhr morgens bei mir. Ey, das ist schon krass, oder? Ist schon krass, die hat um 8.30 Uhr morgens bei mir geklingelt. Ja. Ey, und ich bin auch wirklich, ich war schon wach, aber ich lag halt noch im Bett. Ja. Und dann so, wer klingelt jetzt? So, ne? Und hetzt halt so zur Wohnungstür und dann, ich mache halt auf und es ist halt die Nachbarin, so, ne? Ey, die hat noch nicht mal gesagt, so, ey, sorry, das ist voll früh, ich weiß oder so. Und einfach so, wir haben ein Paket von mir. Ja, und dann habe ich ihr das Paket gegeben und ich sah auch aus wie scheiße, weil ich gerade aus dem Bett gekrochen bin, so, ne? Ja. Und ich war auch genervt, so, ey, so, was soll das, ne? Und hab sie halt in die Hand gedrückt und so. Aber das Lustige ist, ich glaube, ihr Mann hat gar nicht gerafft, dass sie hochgegangen ist, die Treppe, zu mir, sondern, also der hat im Moment so, ich habe halt nur gesagt so, was machst du? Ich bin gerade mein Nachbar. Sagt sie so, ne? Und der war halt mega genervt. Und ich hoffe halt, er hat ihr echt einen Einlauf gegeben. So. Ey, wirklich. Weil wer macht denn das? Ey, wer geht denn samstags um 8.30 Uhr zum Nachbarn? Krass, ey, was soll das? Ey, wirklich. Fand ich voll daneben, ey. Ja. Aber okay. Ja, aber coole Story. Erzähl mir eine Story die beginnt mit, erzähl mir eine Story aus Korea. Aus Korea? Ja. Ich weiß, du bist ja auch viel und oft unterwegs gewesen in Korea. Okay, ich erzähle mal eine Geschichte, die ist ganz lustig, glaube ich. Ja, erzähl mal. Ich war nach dem Abitur in Korea, habe dort einen Sprachkurs gemacht für 3 Monate. Ja. Und wie das der Zufall wollte, ist so eine komplette Crew aus Frankfurt auch nach Korea gekommen, aber also um Urlaub zu machen. Ja. So, das war dann so quasi so Sommerferien mäßig. Die waren 5-6 Wochen dann in Korea. Wir waren so eine richtige Horde, ja. Und das war das eine Sommer, wo ich nicht da war. Ja? Ja, das war der eine Sommer. Ich weiß aber, als ihr dann alle wiedergekommen seid, habt ihr voll die Storys. Ja, ja. Das war legendär. Ja. Und wir haben dann, keine Ahnung, wir haben einfach alles unsicher gemacht dort. Ja. Wir sind da rein als Kyopos, hatten einfach Spaß am Leben. Wir waren jung, dumm, und durstig, ja. Ja. Wir waren an einem Platz, wir haben richtig heftig getrunken. Richtig heftig getrunken. Und dabei war ein Mädel gewesen, die ich halt kennengelernt hatte in der Schule. In dieser Schule so. Und die hat sich halt komplett abgeschossen so. Und dann hieß es so, ey, die kann nicht so bleiben, jemand muss sie nach Hause bringen. So, ne? Und da habe ich mich halt erbarmt, okay. Ich wusste ja noch nicht mal, wo sie wohnt. Sie hat halt gemeint, ja, die wohnt hier fußläufig nicht weit und so, alles klar. Da habe ich sie nach Hause gebracht, was mega lange gedauert hat, weil die konnten nicht laufen, so, weißt du. Ey, und kennst ja in Seoul alles bergauf. Ja, so, ja, ne? ja. Ey, das war furchtbar, ja, wirklich furchtbar. Auf jeden Fall, ich habe die dann irgendwann nach Hause verfrachtet. Und dann habe ich, und die haben halt gesagt so, ja, ey, wenn wir die Location wechseln, dann sagen wir dir Bescheid. Dann haben die mich dann tatsächlich angerufen und haben gesagt, ey, wir sind in irgendeinem Laden, keine Ahnung, du musst die Treppe runterlaufen, das ist in einem Keller, bla bla. Ich so, okay. Jedenfalls habe ich gefunden. Ich mache so die Tür auf und ich höre nur einen unserer gemeinsamen Kumpels voll am Rumschreien, so, ja. Und dann höre ich so knallen, boom. Und wieder boom. Und ich laufe so die Treppe runter und da ist dann wie so eine Rezeption gewesen von dem Restaurant. Und der Besitzer von dem Restaurant war so hinter dieser Rezeption und hat, glaube ich, an seinem Handy gespielt und so.
Aber der hat nicht rübergeguckt, es war wirklich laut. Ja. Und dann gucke ich dann halt in diesen Raum halt rein und es war wirklich nur unsere Frankfurter Crew, die in diesem Restaurant gesessen hat und gesoffen hat. Ja. Sonst war keiner da. Und ich komme da an, ich sehe, unser gemeinsamer Kumpel sitzt im Unterhemd da, diese Wife-Beater. Und ist halt am Erzählen und schlägt auf den Tisch und so. Der ganze Tisch ist einfach nass, weil alles verschüttet ist. Und ja, ich so, oh nein, oh mein Gott, was ist hier passiert? So, ne? Okay, und dann sind wir. Darf ich kurz fragen, welcher gemeinsame Kumpel? Ich blieb das raus. Achso. Auf jeden Fall hieß es so, ja, okay, was machen wir jetzt? Und so, dann sind wir von der Station wieder in die nächste Station. Wir haben immer weiter getrunken. So. Und dann hieß es so, okay, wo schlafen wir jetzt? So, ne? Ich habe ja damals in so einem Dormitorium gewohnt, so ist keine Chance, dass, keine Ahnung, über 10 Leute da pennen. So. Also sind wir Dimschelbang gegangen, in die Sauna. Und du weißt ja, in der Sauna, du bezahlst Eintritt und dann kannst du einfach so lange bleiben, wie du willst. Und dann gibt es ja sogar Schlafplätze und so. Genau. Also haben wir uns da einquartiert. Ey. Und dann gibt's halt einen Männerbereich und einen Frauenbereich. Ey, wirklich eine krasse Geschichte. Wir waren dann da, in diesem Männerbereich quasi. Ich habe halt versucht, irgendwie wach zu bleiben, weil ich war betrunken, ich hatte am nächsten Tag Schule. Und ich wusste, sobald ich einschlafe, kann ich es vergessen mit der Schule. Und ich wollte meine Fehlstunden vermeiden, weil wenn du so und so viele Fehlstunden hast, dann fliegst du raus. Also habe ich mich so wach, ich habe die ganze Zeit Wasser unter der Dusche gestanden und so. So, und irgendwann drehe ich mich so um in der Dusche und dann steht unser gemeinsamer Freund so vorm Spiegel und betrachtet so sich selbst. Ne? Ja. Und ich laufe an ihm vorbei und ich denke, ach du Scheiße, was hast du denn gemacht? Weil der hatte so ein tief lilanes Dreieck mitten auf seiner Stirn. So, ja? Okay. So als hätte er sich halt irgendwo voll den Kopf eingehauen. So, ne? Ich so, was hast denn du gemacht? Und er nur so, so. Okay, ich lauf so aus der Dusche raus. Ich so, ey, was ist passiert? Und so, ey, Mann. Das war wirklich krass. Es gab ein Heißbecken und ein Kaltbecken. Und diese beiden Becken waren getrennt von so einer großen Scheibe. Ja. Glasscheibe. Ja. Durchsichtig. Ja. Er ist diese Glasscheibe hochgeklettert. Was? Ey, ja, was schon mega gefährlich ist. Ja. Weil wenn diese Glasscheibe gebrochen wäre, ey, ich weiß, der hätte sich komplett in 2 Hälften geschnitten, keine Ahnung. Aber er hat es geschafft, hochzuklettern, ohne dass sie zerbricht und hat einen Köpper in das andere Becken gemacht. Und diese Becken sind ja nur hüfthoch. Ja. Und der ist halt einfach ungebremst quasi nur gebremst von dem hüfthohen Wasser hat er einen Körper in dieses Becken reingemacht und hat sich halt voll den Schädel unten auf den Kacheln aufgehauen. Alter. So. Ja, es war wirklich krass, Und es wurde noch schlimmer, weil er war ja betrunken. Ja. Und wir glauben alle heute, der hatte eine mega Gehirnerschütterung. Ja. Musst du ja. Der war einfach nicht mehr bei sich so, ja. Der war einfach so. Die Geschichte geht weiter. So, irgendwann so, ey, wo ist der? Ja, war er nicht mehr da. Und dann ist irgendwer den halt suchen gegangen. Ey, vom Männerbereich in den Saunabereich zu gehen, musstest du so eine Treppe runtergehen. Und der stand einfach mitten auf der Treppe und pisst gegen die Wand. Was? Ja. Der hat nicht gerafft, dass es nicht die Toilette ist. So. Oder beziehungsweise er wollte wahrscheinlich auf Toilette, ist die Treppe runtergelaufen, hat die Toiletten gesucht und hat es halt einfach nicht mehr eingehalten. Also er hat einfach gegen die Wand gepisst. So, ey. Und es war so, ach du Scheiße. So, ey. Und dann so weggezogen. Ne? Und er hat aber, so seine Reaktion nach war das wirklich so, er hat nicht gerafft, was er da gerade macht. Ja, okay. So, ja. Ey, auf jeden Fall, wir haben es am Ende, ich habe die Nacht überstanden. Ich war gar nicht mehr dabei, wie sie, glaube ich, dann alle nach Hause gegangen sind, weil ich musste dann morgens in die Schule halt. Ne? Ja. Die sind halt wahrscheinlich dann noch ein bisschen länger geblieben, sind dann halt erst nach Hause gefahren. Und er war ja mit seinen Eltern da gewesen. Okay. Ja, und er ist dann auch zu seinen Eltern nach Hause mit diesem Ding auf der Stirn. Ja. Und dann hatten wir so ein paar Abende später kam dann noch
ein Tongseng aus Korea. Ja. Dieser Tongseng, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 17, 18, noch feucht hinter den Ohren, so quasi. Und den haben wir halt so unter unsere Fittiche genommen, wir haben ihn halt gefüttert und wir haben den mit Alkohol versorgt und so weiter, ne? Haben richtig gesoffen. Und unser gemeinsamer Freund war auch an dem Abend. Wir haben richtig einen weggemacht. So, ja. So, dass der Tongseng, der war passed out. So, ja. Wirklich, der lag auf dem Boden, also mitten auf der Straße und war nicht mehr vom Fleck zu bewegen. So, unser gemeinsamer Freund, irgendwann haben wir dann gesagt, so, wir gehen ins Motel, wir müssen im Motel pennen. So. Okay, alles klar, machen wir. Und unser gemeinsamer Freund nimmt ihn so wie im Hollywood-Film auf seine Arme und läuft so über die Straße. So, geht alle aus dem Weg. Wir müssen ins Motel. So, und dann sind wir gerade vor dem Motel und wie gesagt, der war total schade. Ne? Und dann sagt unser gemeinsamer Freund zu dem Tongseng so, bevor wir ins Motel gehen, kotz jetzt hier, dann geht's dir besser. Aber der war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Der war einfach der saß, weißt du, so total zusammengesagt. So, du musst kotzen. Glaub mir, das hilft. Und dann nimmt er den so, packt ihn so unterm Kinn und haut dem so die 2 Finger in den Hals. Und sagt, du musst kotzen, Mann! Und er so, und der kotzt dem auch wirklich über die Hand und so. Ja? Und er so, ja, Mann, genau so. Und der konnte sich überhaupt nicht wehren halt. Der konnte sich null wehren, ja. Und hör auf, ja. Und der hat ihn quasi mit dem Finger vergewaltigt in seinen Mund, ey. Ja. So, und dann so, bist du fertig? Ey, und dann boxt er den so voll in den Magen, so, lass alles raus und gibt dem so voll in den Magen. Oh, hör auf. So, und aber die Geschichte geht noch weiter. Die geht noch weiter. So, dann sind wir im Hotel, ja. Haben eingecheckt, so. Wir haben den Tongseng wir haben 2 Zimmer gemietet. Und dann haben wir den Tongseng so in das eine Zimmer verfrachtet. Dann haben wir gedacht, boah, scheiße, den müssen wir irgendwie fit kriegen. Wir haben den unter die Dusche gepackt. Aber mit Klamotten, ja, und haben so die Dusche aufgedreht. So. Und wir waren ja auch alle betrunken, so haben halt gelabert, bla 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 bla. Und irgendwann so, scheiße, wir müssen mal nach ihm gucken. So. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, keine Ahnung. Ja. Und dann sind wir in diese Dusche, und der hat einfach komplett blaue Lippen gehabt. Komplette blaue Lippen gehabt, halb erfroren und der war eigentlich bewusstlos. Ja. Mit dem kalten Wasser auf sich drauf und so, und dann haben wir ihn halt aus der Dusche gezogen, haben sämtliche Klamotten ausgezogen und haben die halt auf den Boden gelegt. Ja, trocknet ja relativ schnell. So, damit es trocknet. Und dann und der hatte halt auch Geld und Handy und so, es war alles nass, ja. Wir haben alles, die Scheine einzeln auf den Boden gelegt und wir haben das Handy, Und dann haben wir den ins Bett verfrachtet, zugedeckt und sind ins andere Zimmer gegangen, haben die da pennen lassen, so. Und am nächsten Morgen, ja, wir sind dann irgendwann halt aufgewacht, so, scheiße, komm, wir gucken mal nach unserem Kumpel halt, so, ne? Wir klopfen, keiner macht auf, mach auf. Und dann kam dann so der Motelbesitzer und so, der ist schon längst weg. Und dann so, scheiße, der ist ganz früh heute Morgen weg. Dann haben wir uns gedacht, so krass, als der aufgewacht ist, was hat denn der gedacht? Weißt du, der wacht auf, der ist nackt. Weißt du, der ist einfach nackt und es sind so überall so Geldscheine. Da liegen einfach Geldscheine auf dem Boden. Und der war weg so. Ne? Wie krass. Ja. Und ich musste an dem Morgen sofort zu meiner Tante. Deswegen habe ich ihn auch nicht aufklären können. Und so. Ich hatte auch seine Telefonnummer gar nicht. Tatsächlich, ja. Hast du ihn aber später nochmal getroffen? Ja. Und natürlich. Ja. Was hat denn der gedacht, ey? Der hat auch gesagt so, ihr seid die Schlimmsten. Ihr seid die Schlimmsten. Erzähl du mir mal eine Geschichte über... Egal, immer weiter. Erzähl du mir mal eine Geschichte über deine
Also mit die deine Familie involviert. Eine lustige Geschichte vielleicht. Achso, okay. Ja, Licht ist aus, aber das kennen wir ja schon, ne? Also pass auf. Es war einmal, ne? Da war ich Anfang 20 oder Mitte 20, glaube ich, oder so. Ey, wenn meine Schwester diese Story hört, die lacht sich jetzt auch wieder wahrscheinlich tot, ne? Ich habe mein Handy verloren. Ja, und meine Mutter hat damals gesagt, so hier, du kannst mein Handy haben. Ja, und dann habe ich so für eine Woche oder so das Handy von meiner Mutter gehabt. Ja. So. Meine Mutter hat mir das Handy gegeben und hat dann gesagt, ey, es kann sein, dass jemand aus Korea anruft. Ja, das ist meine Freundin. Ja, wir haben uns seit 30 Jahren nicht gesehen und ich habe sie endlich wiedergefunden. Und es kann sein, dass sie anruft. Wenn sie anruft, sag mir Bescheid. Ja. Warum? Ja, okay. Ey, aber das war halt das so. Kann nur gut werden. Okay, das kann nur gut werden. Das war halt so damals, meine Eltern sind ja nach Deutschland. Es gab kein Internet, kein Facebook, gar nichts. Die haben halt den Kontakt verloren. So, ne? So. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, alles klar, mache ich. So, und dann bin ich unterwegs. Ich glaube, ich weiß nicht, ich war auf der Hauptwache, musste irgendwelche Sachen erledigen. So, und dann kriege ich einen Anruf. Ja. Anonym. Ich denke so, oh, okay, es könnte sein, dass das die Freundin ist. Ich gehe ran, extra, 여보세요, ne? So. Und dann höre ich so, ah ja, hallo, ich bin die Freundin von deiner Mutter. Ja, ich habe dann so gesagt, so, ja, ich habe mein Telefon verloren, deswegen hat meine Mutter ihr Telefon mir gegeben und deswegen habe ich das Telefon. Ja. Die meinte so, ach so, ja, okay, dann richte doch deiner Mama aus, dass ich angerufen habe. Ja, und dann können wir ja später nochmal telefonieren. Ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich so aufgelegt, nichts dabei gedacht. Ich habe mal auf der Hauptwache habe ich meine Sachen erledigt, bin dann nach Hause. Ja. Und zu Hause, es war schon dunkel, meine Schwester war da, meine Mutter war da, meine Mutter so voll gechillt, in so Pyjama, wir saßen so da und dann habe ich so erzählt, ey, ach übrigens, deine Freundin, die du gesagt hast, die hat angerufen. Meint meine Mutter so, oh ja, echt? Okay, krass, weil ich habe nämlich auch angerufen. Ja. Ich habe versucht, die zu erreichen, aber ganz komisch, ihr Sohn hat auch ihr Handy verloren. Das ist echt gut. Und das Witzige war... Ich krieg keine Lust mehr. Das Witzige war, meine Mutter erzählt das und ich so... Und meine Schwester... What the fuck? Du hast es gar nicht gerafft. Oh mein Gott. Oh. Ey, das war so witzig, ey. Das war... Ja, aber deine Mutter hat ihr eigenes Telefon angerufen, oder was? Ja. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Vor allen Dingen, meine Mutter hat so wohl, anscheinend hat die so versucht, mal ihre Freundin anzurufen. Damals gab es diese 0058780 Nummer und dann konntest du in Korea anrufen. Dann Call by Call. Ja, genau. Ja, dann war das ein bisschen günstiger. So, ja. So, und dann hat die das so versucht, hat dann irgendwie den Anrufbutton nicht gedrückt. Geht nicht. Aufgelegt. Und dann hat sie Wahlwiederholung gedrückt. Ja. Und vorher hatte ich halt auf das Telefon angerufen, um zu gucken, wo das Telefon ist, um es zu nehmen. So, und dann hat sie einfach Wahlwiederholung und hat dann diese Nummer angerufen und dann war ich ja dran. Ich hab's nicht gerafft, sie hat's nicht gerafft und meine Schwester... Du hast noch nicht mal die Stimme deiner eigenen Mutter erkannt und die Stimme von dir, oder nee, was? Und das Witzige war ja, meine Schwester immer so, in der Mitte immer mehr gerafft, weil ich habe dann so erzählt, sie hat dann so gesagt, ja, und der Sohn hatte auch irgendwie zufälligerweise sein Telefon verloren und ich so, oh ja, das ist ja voll interessant und weißt du was, Mama, ich weiß, also ihr seid Freunde und ihr wart auch beste Freunde und das Komische ist, du und sie, ihr habt voll den ähnlichen Vibe.
das hatte heilende Wirkung, dieses Lachen, ey. Da muss ich mich ja bedanken bei deiner Mama, ey. Und bei dir logischerweise. Oh, herrlich. Ey, das war voll krass, ey. Das war eins der witzigsten Situationen, weil nachdem wir es dann gerafft haben, sind wir auch nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen. Ja, das war geil. Gute Geschichte. Herrlich. Sehr gut. Ja. Willst du eine Geschichte noch erzählen? Nee, ich weiß jetzt gerade keine. Ja. Okay, das Licht ist jetzt auch aus. Lass uns doch gucken, was die Folge raus hat und dann schneide ich das geil zusammen. Sehr gut. Ja. Wie nennen wir die Folge heute? Geschichten aus dem Off. Geschichten aus dem Off.